So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grey Element Quick Tips. Heute werde ich euch mal zeigen, wie man Epoxidharz schleifen und polieren kann. Und los geht's! Für die Arbeit braucht auch nicht wirklich viel Material, eigentlich nur Schleifpapier und Polierpaste. Beim Schleifpapier verwende ich immer Nassschleifpapier. Das ist so ein Set mit Körnungen von 320 bis 5000 und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal an. Beim Schleifpapier gibt es eigentlich nicht viel zu beachten. Ihr müsst hier lediglich schauen, dass ihr die Schleifpapier in der richtigen Reihenfolge anwendet. Die Körnungen erkennt man zum einen an der Farbe oder hier an der Zahl. Das ist zum Beispiel eine Körnung von 800. Dann mal noch ein kleiner Tipp zu Beginn, der sehr hilfreich ist. Das Nassschleifpapier solltet ihr vor der Verwendung immer in einem Wasserbad einlegen, bis sich das Papier dann vollgezogen hat und wie ihr hier sehen könnt, von alleine dann anfängt zu rollen. Das hat dann zur Folge, dass das Schleifpapier sich nicht so schnell mit dem Feinstaub zusetzt, also mit dem Schleifstaub, und dadurch länger verwendet werden kann. Ja, dass ihr es dann auch mal seht, zeige ich euch hier gerade mal noch den Unterschied zwischen dem vorgewässerten und dem trockenen Papier. Und ich denke, man sieht ganz gut, dass sich bei dem trockenen Papier der Schleifstaub deutlich im Papier absetzt. Hier seht ihr dann auch nochmal die Epoxidharzscheibe, die geschliffen werden soll. Ich habe das Ganze mit einem Grobschliff von 240 vorbearbeitet und dann können wir jetzt mit dem Feinschliff weitermachen. Beim Schleifen habe ich mit einer Körnung von 400 begonnen. Und ja, von der Verarbeitung her, also vom Schleifen, ist es bei allen Körnungen gleich. Wie ihr sehen könnt, wird das Epoxidharz mit gleichem Druck und leichten Kreisbewegungen über das Schleifpapier geführt, so bis dann letztendlich die Oberfläche keinen Widerstand mehr bietet und das Epoxidharz eigentlich nur noch auf der Oberfläche gleitet. Ja, dann ist die einzelne Körnung fertig und dann kann mit der nächsten größeren Körnung weitergemacht werden. Was beim Schleifen oft vergessen wird, aber für ein gutes Ergebnis extrem wichtig ist, ist, dass man den weißen Schleifstaub, der sich hier auf der Oberfläche bildet, vor jedem Papierwechsel erstmal ordentlich entfernt, weil sonst der Staub wieder Kratzer verursacht und man letztendlich vom Ergebnis nicht weiterkommt und sich dann in einer Endlosschleife befindet. Das ist wirklich extrem wichtig, um letztendlich dann ein gutes Ergebnis zu erzielen. So Leute, mit der ersten Hälfte der Schleifkörnung war ich durch. Die letzte Körnung war jetzt 2000 und das Ganze sieht jetzt so aus. Ich würde sagen, schon mal leicht ordentlich, aber ist immer noch milchig trüb. Ich werde jetzt mal noch weitermachen von 2500 bis 5000 und dann zeige ich euch mal das Endergebnis. Ich werde jetzt nicht mehr jeden einzelnen Schleifgang zeigen, ist ja immer das Gleiche. Bei den Schleifpapieren mit den höheren Körnungen geht es letztendlich nicht mehr darum, Kratzer zu entfernen, vielleicht maximal noch Mikrokratzer, aber eigentlich ist es schon die Politur der Oberfläche und daher solltet ihr den Schleifstaub, der sich auf der Fläche ansammelt, noch öfter entfernen. Ja, so sieht das Ganze nach 4000 aus und dann würde ich sagen, kommt jetzt das letzte Blatt, das sind die 5000. Bei der 5000er Körnung merkt man der Oberfläche dann eigentlich gar nicht mehr an, dass es sich hierbei um Schleifpapier handelt. Man denkt fast, dass es normales Papier ist und wie ihr sehen könnt, gleitet das Epoxidharz hier eigentlich nur noch auf dem Wasser. Und so sieht das fertig geschliffene Ergebnis dann aus. Die leichte Eintrübung in der Mitte, das sind keine Kratzer, sondern Luftblasen, die im Inneren des Harzes eingeschlossen sind. Ja, das 5000er Ergebnis habt ihr jetzt auch gesehen. Also wie gesagt, ich bin zufrieden. Dann kommt jetzt noch der letzte Arbeitsgang und das ist das Auftragen der Politurpaste. Ja, und damit machen wir jetzt mal noch weiter. Bei den Politurpasten gibt es viele verschiedene Produkte von verschiedenen Anbietern. Ich habe hier ein Baumarktprodukt, damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Das liegt hier so im mittleren bis unteren Preissegment. Ich habe jetzt noch nicht ausprobiert, ob teure Produkte so viel besser sind, kann ich nicht beurteilen, da ich mit dem Produkt eigentlich ganz zufrieden bin. Ja, und wenn ihr da vielleicht schon irgendwelche Erfahrungen auch mit anderen Produkten gemacht habt, könnt ihr mir eure Meinung ja einfach mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren.
So Leute, da hätten wir jetzt das fertige Ergebnis. Ich weiß nicht, ob man es so gut sieht, aber ich würde sagen, das Epoxidharz ist wieder komplett klar. Und hier habe ich dann nochmal für euch die beiden Oberflächen im Vorher- und Nachher-Vergleich. Ich denke, es ist schon ein deutlicher Unterschied erkennbar. So, ich denke, ihr habt wieder mal gesehen, dass das Ganze kein Hexenwerk ist. So kleinere Flächen kann man ganz normal mit der Hand polieren und für größere Flächen, gut, da würde ich dann Exzenterschleifer und die Poliermaschine verwenden. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Ich hoffe, dass ihr wieder irgendwas mitnehmen konntet und wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und ja, Abo könnt ihr auch da lassen, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder zu neuen Tutorials. Demnächst gibt es wieder neue Projekte und ja, bis dahin macht's gut, bleibt gesund und schaltet wieder ein. Wir sehen uns. Ciao.